Jemand in den Kommentaren wollte gerne mehr Schreibteil Nummer 2 und wir beginnen gleich mit dem ersten Text. E-Books oder gedruckte Bücher, was sind die Vorteile, Nachteile und dann eine eigene Meinung. Zuerst einmal, wie wird dieser Teil bewertet? Schreiben, du hast 4 Teile oder du hast 4 Aspekte, die bewertet werden. Zuerst einmal der Inhalt. Ist der Inhalt wirklich richtig? Passt er zu dem Thema? Dann die Struktur. Gibt es eine Einleitung, gibt es einen Mittelteil und gibt es einen Schluss? Das ist ganz wichtig. Dann natürlich die Grammatik, das heißt, wie gut und wie korrekt schreibst du die Sätze. Und dann noch der Ausdruck. Das bedeutet, wie gut ist das Vokabular, das du benutzt, entspricht das dem Niveau, das hier gefragt ist, in dem Fall B1. Und jetzt geht's los mit dem ersten Thema. E-Books oder gedruckte Bücher, ja oder nein, Vorteile, Nachteile und deine eigene Meinung. Die Frage, ob man E-Books oder gedruckte Bücher bevorzugt, ist eine individuelle Entscheidung. E-Books sind praktisch, da man viele Bücher auf einem Gerät haben kann und sie oft leichter zu transportieren sind. Das ist einmal ein Vorteil. Du könntest den Satz auch beginnen. Ein großer Vorteil ist das und dann den ganzen Satz noch einmal sagen. Allerdings, hier hast du eine Wendung drinnen, allerdings bevorzugen manche Leute das Gefühl und den Geruch von gedruckten Büchern. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, der haptische Gedanke, die Haptik. Man kann das Buch angreifen, man hat bestimmte Erinnerungen zu dem Buch, man kann auch das Buch riechen und das sind alles Aspekte, die ganz wichtig sind für einige Leute. Weiter geht's mit, diese haben keinen Bildschirm, also gedruckte Bücher, und können ein schönes Leseerlebnis bieten. Persönlich denke ich, das ist jetzt die eigene Meinung, weil der Mittelteil war eigentlich schon jetzt gerade mit Vor- und Nachteil. Persönlich denke ich, dass es darauf ankommt, was einem besser gefällt. Einige mögen die Bequemlichkeit von E-Books, andere genießen das Gefühl eines echten Buches. Und jetzt kannst du noch ein bisschen mehr zu deiner eigenen Meinung sagen. Ich glaube oder ich finde oder meines Erachtens, meiner Meinung nach, beispielsweise meines Erachtens, finde ich gedruckte Bücher schöner und auch praktischer, weil ich einfacher darin Notizen machen kann. Für viele Leute oder für manche Leute könnte das ein Vorteil sein oder ein entscheidender Aspekt sein. Abschließender Satz mit schließlich. Schließlich ist es eine Frage des persönlichen Geschmacks und des Komforts. Nächstes Thema ist, sollen Kinder Mobiltelefone haben, ja oder nein? Was könnten die möglichen Vor- und Nachteile sein? Am Ende sagst du deine eigene Meinung. Und bei Vorteilen und Nachteilen kannst du entweder dezidiert sagen, ein Vorteil ist oder ein Nachteil ist, oder du sagst es ein bisschen indirekter. Beide Varianten sind möglich. Los geht's mit dem Thema und mit dem Text. Einleitend kann man sagen, dass sich manche Leute fragen, ob Kinder Handys brauchen oder nicht. Ein Handy kann helfen, wenn Eltern ihre Kinder erreichen müssen oder wenn es Probleme gibt. Das könnte ein Vorteil sein. Aber, und dann gibst du wieder eine Wendung in den Text, ja, du sagst aber, du könntest auch jedoch sagen, jedoch ist ein bisschen schriftlicher als aber es kann auch dazu führen, dass Kinder zu viel Zeit am Bildschirm verbringen und abgelenkt sind. Und ich glaube auch, dass das viele Leute beklagen oder viele Erziehungsberechtigte beklagen. Ja gut, die Kinder verbringen leider schon viel zu viel Zeit am Handy und das ist eigentlich nicht so gut. Wir würden das gerne ein bisschen weniger sehen. Und deswegen kann man dann auch sagen, einige Eltern denken, dass es besser ist, wenn ihre Kinder kein eigenes Handy haben. Und, das war der Mittelteil, jetzt sagst du abschließend, ich glaube, es hängt davon ab, wie gut die Eltern die Situation einschätzen können. Das heißt also, ein Handy kann schon nützlich sein. Oder du sagst mit meiner Meinung nach hängt das sehr stark von der individuellen Situation ab. Und dann kannst du noch sagen, die Eltern sollten sich genau mit dieser Frage beschäftigen, wie viel Zeit ihr Kind vor dem Mobiltelefon verbringen soll. Und deshalb kannst du sagen, viele Kinder haben bereits ein Mobiltelefon und die Eltern haben verschiedenste Gründe, warum sie ihnen ein Mobiltelefon in die Hand geben.